So, hallo, wunderschönen guten Abend. Wir gucken uns zusammen den Perp Games Showcase an. Da erwarten wir heute ein paar Neuigkeiten zur PlayStation VR 2 sogar, hoffentlich. Perp Games ist ja ein Publisher, der auch in der Vergangenheit bei der PlayStation VR 1 immer schon so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass auch die Spiele auf Disc rauskommen. Und ich habe gesehen auf der Perp Games Homepage, da gibt es auch schon ein paar Ankündigungen von PlayStation VR 2 Spielen, die auch auf Disc rauskommen. Und zwar einmal hier Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge kommt auf Disc raus. Synth Riders, Song of the Smoke, Cave Digger 2 und The Throne, ja, Kronos Alternate. Also wahrscheinlich werden sie dazu jetzt auch nochmal was sagen in dem Showcase. Und es sollen aber auch neue Überraschungen angekündigt werden. Wir gucken mal, es geht los in 6 Minuten. Kann das hier schon mal groß machen. So. Zack. So, da begrüße ich euch schon mal hier im Chat. Spider, Litti, Desion, Christoph, Hi, Shocky, Will, Doc. Du schaust zu, obwohl du keine PlayStation VR hast. Sehr gut. Und das ist ja eine Sache, die kann man ja auch noch ändern. Dogbokus. Das ist kein Problem. Du kannst sie dir noch bestellen. Von einen Spielen noch nie was gehört. Wird Hogwarts Legacy in VR angekündigt? Nein. Und schon gar nicht hier bei dem Perp Games Showcase. Also irgendwelche AAA-Games dürfen wir jetzt hier auf jeden Fall nicht erwarten. Also so viel schon mal von vorne weg. Evangelion, jetzt gibt es ein Bild. Evangelion, wie geht's dir denn? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Hi Moppelkotze. Geiler Name übrigens. Moppelkotze. So. Kann schon mal hier ein bisschen die Lautstärke hochdrehen. 5 Minuten. Du kennst keins von den Spielen, Deson, hast du gesagt. Ja, das ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Es sind halt relativ bekannte VR-Spiele. Synth Riders ist ein sehr, sehr cooles Rhythmusspiel. Kommt als Disk-Version raus, ist aber auch noch kein Datum bekannt, steht hier. Not release date yet. So sieht die Hülle aus. Höchstwahrscheinlich. Sieht schon mal cool aus. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge ist ein Titel, den habe ich ja schon vor einer ganzen Weile mal auf der Quest gespielt. Da hat es mich nicht ganz so abgeholt. Kommt jetzt hier anscheinend am 7.4. raus. Auf Disc. Und zumindest vom Trailer her, finde ich, sieht es aber schon mal sehr viel besser aus als die Quest-Version auf jeden Fall. Da habe ich schon Bock nochmal reinzugucken. Das ist die Hülle. Könnte was werden. Song of the Smoke habe ich bisher mir noch nicht angeguckt. Ist ja so ein bisschen Green Hell, aber mich hat der Grafiklook eigentlich immer bisher nicht so richtig abgeholt. Allerdings, die PlayStation VR 2 Version soll ja die beste Version von allen werden, also sogar noch besser als die PC VR Version von dem Spiel. Deswegen vielleicht auch das nochmal ein interessanter Titel. Schade, dass es keinen Multiplayer gibt. Hi Tamia. Lady. Also hast du dir auch vorbestellt, Evangelion, deine PlayStation VR 2. Ich hoffe, dass die wirklich auch pünktlich ausliefern und wir alle pünktlich zum 22. dann auch eine PlayStation VR 2 zu Hause haben. God of War in VR wäre mega, ja, aber Doc, den Zahn kann ich ja schon mal ziehen, also sowas wird jetzt hier heute nicht angekündigt. Sowas würde Sony, wenn denn nur auf einem eigenen Showcase ankündigen und nicht auf so einem Perp Games Showcase. So, dann gucken wir mal weiter. Cave Digger 2. Ist ein Spiel, gibt es auch schon für die Quest. Ich glaube sogar auch für die Pico und auch für den PC. Haben wir uns schon mal angeguckt. Ist ganz nett, kann man im Multiplayer spielen mit bis zu 4 Spielern. Man ist da in so einer Mine, muss da so Rohstoffe abarbeiten und dann kommen auch ab und zu mal ein paar Gegner, die man abschießen muss. Ist eigentlich ganz lustig hier. Koop-Multiplayer mit 4 Spielern, genau. Ist ein lustiges Spiel, aber ist jetzt auch mit Sicherheit nicht der System Seller.
Killzone VR, ja auf jeden Fall. Auf die Ankündigung warte ich auch noch. Killzone VR, das wäre so geil. So, The Throne, Cronus Alternate habe ich schon auf der Quest gespielt. Ist eigentlich ganz nett, ist halt so ein Sci-Fi-Anime-Adventure. Ich stehe halt eigentlich nicht so auf Animes, aber es war eine nette Detektivgeschichte eigentlich. Also 22.02. direkt zum Release. Hier kommt es raus. Auf Disc. Oh, Yogi wartet noch auf seine PlayStation 5. Dann hoffe ich mal, dass die rechtzeitig kommt. Hi, komisch. So, 1 Minute 10 geht's los. Dieser Showcase wird ja moderiert von so einem englischsprachigen YouTuber, PSVR Without Parole, kennt ihr vielleicht? Und der wird jetzt hier dann diesen Showcase präsentieren auf dem Kanal. Ich hoffe, nee, ich glaube nicht, dass es deutsche Untertitel gibt. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Untertitel nicht verfügbar. Also es gibt keine Untertitel, Leute. So, ich mache mal lauter. Und größer. Und mich kleiner. So, und ihr sagt mir dann Bescheid, ob die Lautstärke passt, ja? Und auf geht's. Hey, I'm Brian from PSVR Without Parole, and this is the Perp Games VR Showcase. 2023 is the year of VR, with new hardware, games, and players all diving into virtual worlds for the very first time. Today we'll be showing off Perp's PSVR2 game lineup, how developers are using the incredible technology of PSVR2 to push their games further, and we've also got a few surprises up our sleeves, including a giveaway. So, let's start off with some new and spooky announcements. The award-winning and world's scientifically scariest horror game is about to get a whole lot scarier. Wear your brown pants because Madison is coming to PSVR 2. Check it out alongside some of our other new announcements. Madison klingt gut. In local news, the remaining belongings in the Hale family estate were finally auctioned. Among the auction items were paintings by as well as some gold and diamond. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. 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 Hi there, this is Alexis Stefano, creator of Madison and founder of Lotus Games. As you may know, last year we teamed up with Perp Games to release Madison on consoles, both in digital and physical. And we can't be happier with all the love and all the support we received from all of you since day one. So thank you so much for that. Also ich glaube, Madison ist ein recht vielversprechender Horrortitel. Oh Gott. For some of you, Madison was the scariest gaming experience of last year, which is completely amazing. But now, we are ready to move forward and take it to a whole new level, making it even scarier. Since release, we have been working on some exciting things I wish I could reveal. But today, I'm here to announce that Madison will be coming to the next generation of the PlayStation VR headsets, the PlayStation VR 2. So get ready to experience the game like never before and face your fears in virtual reality. Stay tuned for more updates. Like never before.
Madison. Ja, also war, glaube ich, ein cooler Horrortitel, der jetzt im letzten Jahr rausgekommen ist, in Flat. Und der kommt jetzt in VR für die PlayStation VR 2. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Ey, ich sag, die Horror wird so geil werden auf der PlayStation VR 2. Mit dem Eye-Tracking und so. Da sind so geile Sachen möglich. Sehr gut, die. Why are you teaching me a high level of violence? This is your new protocol. Find me. Okay, then let's shoot faster and with both hands. Das Spiel habe ich auf dem PC schon, da habe ich schon eine Testversion bekommen auf dem PC. Ich finde es nicht gut. Kann ich euch schon mal sagen. Done. Looks like that's all. Now it's your turn. Also ist nett, dass es kommt, aber ich kann euch schon mal sagen, dass das nichts Dolles. Das sieht aus wie Afterlife VR. Das haben wir gespielt zu Halloween letztes Jahr auf dem PC. Und das war sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Hi, my name is Vaya. I'm working as a project manager in Splitless Studio Company. We are presenting Afterlife VR, that it is quite interesting immersive horror VR game that's showing really interesting places like mental hospital with many mythical creatures and also strange and dangerous patients that our main character Adam Bernard need to move forward and find his sister that he lost in mental hospital. So what is our concept and what kind of mechanics we developed? Our talented team developed many interesting mind games and puzzles that our player need to think many times how to solve, how to combine that everything to have a great solution. Also, du kannst gerne nochmal vorbeikommen und das Spiel selber anspielen. Artificial intelligence and our enemies. Nee, aber das hier war gut. Afterlife, das ist gut. War jetzt grafisch nicht der Kracher gewesen, aber die Atmosphäre war super. And some situations you need to hide and wait the best moment to continue the game. Our game is available on Steam Market. At this moment we're actively working to port our game for new generation PlayStation VR. And yeah, so everything going in right way, and let's say we keeping finger crossed to wait the best result. See you. See you. Oh ja, jetzt wird geballert. Ghosts of Tabor. Das sieht interessant aus. My name's Duncan and I'm the creative producer for Ghosts of Tabor at Combat Waffle Studios. Ghosts of Tabor is a multiplayer VR survival military shooter set in post-apocalyptic war. It's inspired by games such as DayZ, Escape from Tarkov, and Arma, where your objective is to scavenge, complete scenarios, and survive hostile environments. The team have been working tirelessly to build and shape the world of Tabor as we approach closed beta launch, and things are ever evolving. We've continued to add to the arsenal of weapons, armor, and attachments, while keeping mechanics as true to life as we can. Your own personal bunker is expanding with all the facilities such as your armory, weapon crafting, the trade room, and much more to come. The maps of Tabor are growing, where you embark on PvPvE raids with the alluring promise of returning with good loot. Alongside the environments, we're developing the AI Phoenix faction and expanding on them with varieties such as Phoenix bosses, where there's high risk and high reward. And of course, the brand new Tabor marketplace, where you can visit the different vendors or head down the player-to-player flea market. We want our players to feel the ownership and accomplishments of their playtime.
This level of immersive and owned persistent VR play space with hard-felt consequences and multiplayer dynamics, we felt has somewhat been missing in the VR space. Closed beta launch for Meta Quest, PSVR, and Pico is planned for the end of Q1 2023. And we're excited to announce that the launch on PSVR2 is coming in Q3. So from all of us at Combat Waffle Studios, we simply cannot wait to bring you Ghosts of Tabor. Later this year, okay. Dishronia. アートディレクターのゲンズです。エクスプロリアの舞台は未来の海上都市です。この都市は AI によって管理され、犯罪発生率が 0.001% に抑えられています。プレイヤーは過去を見ることができる。Ja, schön, dass ihr alle da seid und mit uns zusammen hier den Showcase guckt. Das heißt ja, das Interesse an PlayStation VR ist doch groß, oder? 60 Leute hier auf jedem Kanal, ist das schon richtig viel auf jeden Fall. Ja, die Spider hängt hier öfter rum, ja. 映画やアニメに入り込んだような、その世界の主人公になったような体験を提供するため、ただのアニメ上ではなく、納得感のある非写実的表現を追求しています。光の面や物の配置等にこだわっているため、歩き回るだけでも楽しく、その世界で生きるキャラクターの映画が感じられるような空間作りが実現できているかと思います。 Anime, Sci-Fi, Adventure. Ist eine ganz nette Detektivgeschichte. Man muss aber mit diesem Anime-Stil was anfangen können. Dann ist es eigentlich ganz nett. 映画のようにドラマチックなストーリー展開で先が気になって一気にプレイしてしまうと様々なメディアからも好評をいただいています。 VR ヘッドバンドディスプレイの限界を追求した拡張度の表現にぜひご注目いただきたいです。市民の夢が統合された世界を約5000匹の魚が優雅に泳ぐ景色は圧巻です。 Karma ein. Da sieht man nochmal, wie viele Stunden du schon zugeguckt hast, seitdem wir diesen Bot da eingeschaltet haben. So viel zum Thema ab und zu. 物語と VR を融合させたゲームで世界中から評価を受けているスタジオです。今回のディスクロニアは前作からアクションや自由度を革新的に進化させたインタラクティブなアドベンチャーゲームとなっていて PSVR2 のユーザーの皆様に必ず楽しんでいただける作品になっています。ぜひプレイしていただけると嬉しいです。Thank you. Also am 10. März auf Disc. VR was undoubtedly designed for horror games, putting you right in the middle of extremely tense moments that are sure to get your adrenaline pumping. So both Madison and Afterlife are perfect additions to your PSVR2 horror catalog when they both release later this year. Although playing Madison in VR might make you want to sleep with a nightlight on. Desperate Vladivostok is a bullet hell action game set in the post-Soviet era with awesome cel-shaded graphics and intense action. Ghosts of Tabor lets you dive into an online, multiplayer military shooter where you and your team need to use strategy to survive. Or you can become a detective where you rewind time and alter the past in an award-winning narrative in Dyschronia, Chronos Alternate, which is coming to PSVR2 at launch on February 22nd. But don't worry, we're only just getting started. Next up, we have another surprise announcement. Oh, hi, it's Frankie from Perp Games, and we're excited to announce that Synth Riders is back and better than ever on PlayStation VR 2. Dust off your freestyle dance shoes and jump into over 58 free tracks, catching the orbs with your hands and following the rails of long notes. The game's remastered visuals create a more deeply immersive experience than was previously possible, looking simply stunning on the premium displays of the PlayStation VR 2. Nuanced controller haptic feedback adds to this immersion, giving players better real-time feedback as they feel the rails like never before. Plus, colliding with in-game obstacles just got real thanks to the unique headset rumble only possible on PlayStation VR 2. Players will feel each wall contact adding to their immersion. Synth Riders ist echt geil. SSD optimization means Synth Riders can take advantage of the PlayStation 5 hardware to create a more seamless experience, with all transition and load times dramatically reduced. Multiplayer is finally here. Have great laughs using power-ups, taking on your friends to see who's number one. Multiplayer, and we are proud to announce on the Perp Games VR Showcase that Lindsay Sterling's Underground experience will be free from February 22nd to March 22nd. Oh, okay. Next. We'll see you on the rails.
Okay, sehr nett, weil das Spiel gibt es ja auch schon für die PlayStation VR 1, aber da ohne Multiplayer meines Erachtens. VR rhythm game Synthriders is coming to PlayStation VR 2 digitally on February 22nd and physically on March 10th. You can also get a free upgrade if you own the game on the original PSVR. Plus, this time, there's multiplayer. Finally! So you can battle your friends in head-to-head dance-off battles. But there's even more. If you get the game between February 22nd and March 22nd, then you can download the Lindsey Sterling Music Pack for free. And don't forget, we're hosting a giveaway at the end of the showcase, so stick around to see what you could win. Now here's a collection of games that'll be available both digitally and with a physical version published by Perp Games. From hunting for survival in the jungle to becoming a lightsaber-wielding Jedi and bounty hunter in a galaxy far, far away. Here's more of what Perp Games has to offer. Jetzt kommen die Titel, die ich ganz am Anfang schon gesagt habe. I'm Jake Caswell, the creative director and art director on Song in the Smoke Rekindled. I'm Colin Williamson. I'm the tech art director at 17-Bit. And this is our volatile and yet genius sound designer, Allie, who's bravely volunteered to get into the jungle and show you guys all the cool new tricks that we have pulled together for this amazing remastered version of Song in the Smoke. Boy, sure looks better than the old one. It sure does. My gosh. We spent a lot of time in lo-fi, and now we have moved deeply into hi-fi. The point is, we were able to up-res everything. I mean, there's so much more powerful, so much more raw power available on the PS5. But with the kind of expanded runway we had for this thing, we were able to go in and add a bunch of stuff that was either new or had been sort of played with before, but we sort of ran out of time and weren't able to ich wünschte, kind of dieses Spiel hat Multiplayer. So this really is more than a remaster. It's also sort of the ultimate version of the game. So fortunately, we got to work on the headset has head rumble. Whenever you step underneath a waterfall, it just kind of wobbles your head around and plays effects on when you jump into the water, which is really kind of compelling. Yeah. The sense controllers are fantastic. When you pull the bow back, you can really feel the struggle of the arrow in the bow. This game was designed over a long course of time. Ich bin so gespannt auf das ganze Feedback am Kopf und in den das haptische Feedback in den Controllern. A lot of time and effort into this thing. We're making our first survival game. We designed a bunch of survival systems sort of built in tandem that are robust and really fun, but when they're all turned on and they're all kind of cranked up, it's too much. Green Hell VR kommt auf jeden Fall durch, haben sie schon angekündigt. A specialist mode, kind of an expert mode, which we kind of joke in because I'm always playing the game and I always want to be challenged by it. It was kind of stashed in as a patch for the previous versions of the game, but now it's a lot more front and center. But I want people to play it because anybody who has played the game before, especially if you've beat it and you want more, this new mode is incredible. And with the new free movement stuff that we've added, now you can free jump. It basically becomes a full-blown first-person action game. Right, because before we had a teleport mode, but a lot of people felt that really took them out of the whole VR experience. Combat actually really changes against some of the harder enemies because you can kind of scramble really quick, and you can jump around and jumping in the air and smashing guys. It's like there's a whole new element of sort of intensity and combat action to the game, which is really cool. One of the coolest new features we'd like to show you is the eye tracking for the jumping. Before you would use your hand and you would have to point at everything, but now with the power of the PlayStation 5 eye tracking, you can actually, pinpoint exactly where you want to move to. And we do have fall damage. It's pretty gentle. We didn't want people to be too hemmed in by that. He's not going to make it, folks. Now he's going to starve to death. It's not a good shot on the run, bro. What are you doing? You're higher on the food chain. We did redo all the cutscenes in terms of lighting and adding a bunch more interesting effects. So. Well, these are sort of visions that you get once you've sort of satisfied the level requirements for each mission that kind of give you clues on how to hunt the boss. It's phenomenal. It's so cool, and we're so proud and so happy that this thing gets to go out with this Ultimate Edition and be a launch title on PSVR2. We want to thank Sony for all their support. And if you're a superstar who bought the original PlayStation VR version on the PS4 and you're lucky enough to get a PSVR2, please download your free upgrade and give it a shot again. Enjoy it. Get wet. Get deep. Get cold. Also kostenloses Update. Have fun. War schon bekannt. We'll see you guys on PSVR2. See ya. You know, Rookie, I was young once too. Cave Digger 2. Before me, an unexplored valley, promising wealth and adventure. I could only see the riches ahead, but no stone or jewel could ganz lustiges satisfy Spiel, my Cave Digger 2 hunger. mit bis zu 4 Leuten im Axe Koop. in one hand and a revolver in the other. I thought myself unbreakable. I kept digging deeper and deeper. So deep, I faced the Oh ja, ein neues darkness Wipeout wäre within geil, ne? myself. Oder zumindest das alte But für die hey, PlayStation VR 2. come on. Aufpolierter Don't get Grafik und so, ne? spooked now, newcomer. Sehr geil. Let's dive into this adventure once again.
Hi, I'm Ari-Matti Piippo, the game designer for Cave Digger 2 Dig Harder. If you don't know what I'm talking about, it's a Weird West mining game with an eldritch twist. You can play it solo or with up to 3 friends. Collect riches, upgrade your equipment, and follow in the footsteps of the treasure hunter Clayton to unveil the strange history of the valley and the ever-shifting caves below. Now that introductions are made, I'm very happy to announce that Cave Digger 2 is coming to PSVR2 on the 22nd of February. PSVR2 is the coolest thing in the VR landscape in a very long while, and we wanted to take full advantage of all the possibilities that it has to offer. Let's start with the graphics. PSVR2 already makes the game look so much better, with improved frame rate and resolution over the PSVR1 version. We were able to rework the visuals with 4K textures and more dynamic lighting. The shadows look much better and the draw distance is doubled. It's fair to say that the game looks the best it ever has. Now, let's get to the cool part. PSVR2 allows us to have more fun with the controller's triggers and haptics. We have customized them both for various uses. We used adaptive triggers for the revolver by mimicking a real-world double-action trigger. While exploring the valley, you'll discover that interacting with different elements will produce specific haptic feedback, meaning that there won't be any generic rumblings going on. We've also taken advantage of the headset's haptics for signaling player damage and explosions. Since the new headset has eye tracking capability, we just had to use it. Now you can see where the other players are looking in multiplayer. It was an easy thing to implement, but allows for a much more expressive co-op experience. This is the first time anyone's done this, so that's pretty cool. Finally, we've got some good news for PSVR1 owners. If you were thinking of upgrading your headset and you already own a copy of Cave Digger 2 on PlayStation 4, you will get a free upgrade to the PSVR2 version. Auch kostenloses Update, also wenn ihr das schon für die PlayStation VR 1 habt. PSVR2 on the 22nd of February. We hope you are as excited as we are and can't wait to hear what you think about all the new features. Launch-Titel und im März dann auch auf Disc. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition is an action-adventure VR experience that gives you the opportunity to team up with some classic Star Wars characters and go on some adventures of your own through the wilds of Batuu. You'll be able to meet and interact with new characters like Doc Ondar, who you're able to visit in the Star Wars parks right now. But you'll also be able to interact with classic Star Wars characters like R2-D2, C-3PO, and even Jedi Master Yoda. When the game releases as a launch title exclusively on PlayStation VR 2, it will be released as the complete experience, meaning that players will be able to play through the full story and all 3 tales from start to finish without any additional DLC. What we've done is we've taken Star Wars Tales from the Galaxy's Edge and we've rebuilt it to fully utilize all the new features that PlayStation VR 2 has to offer. This new hardware allowed us to utilize the high visual fidelity capabilities that the PlayStation 5 is known for. The game includes smooth frame rates, eye tracking, advanced foveated rendering techniques, and more to really bring the Star Wars galaxy to life. To really feel the gameplay and story, we've also implemented the advanced haptic systems that are found in the headset and PSVR 2 Sense controllers. These make it so that whenever a player picks up a blaster or a lightsaber, it feels and interacts the way that they would expect it to, and further immerses the player in the Star Wars universe. Players will also be surrounded by dynamic soundscapes and rich 3D audio, which we worked with Skywalker Sound to create. It's this special blend of accessibility settings, immersion, and storytelling that creates a Star Wars experience that all fans can enjoy. Combined together, all these features and more will bring fans into a galaxy far, far away in an even more immersive way as they live out their own action-packed Star Wars story on PlayStation VR 2. Song in the Smoke Rekindled actually looks better on PSVR 2 than it does even on PC VR. So just wait till you get to experience it for yourself on February 22nd with a box release planned for March 17th. Cave Digger 2 Dig Harder is the most polished version of the game yet. It includes an awesome upgrade system, my personal favorite, a shovel that doubles as a grappling hook. I can't wait to dive back in on February 22nd. The physical release coming March 3rd. Or become a bounty hunter, Jedi, or even a droid as you fight your way across the galaxy in Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, meeting characters like R2-D2 and C-3PO. It's a must-play Also for any Star Wars fan, and it releases die sehen richtig gut aus, finde ich. February 22nd, Von der Beleuchtung, and von den Texturen. on April 7th. Schön.
On behalf of everyone at Perp Games, thank you so much for watching the Perp Games VR Showcase. Oh, ist vorbei. But before you go, we've got one last treat for you. It's one we're very excited about. This is VR Skater. VR Skater, okay. This is Andy from Deficit Games, and I'm so excited to announce that VR Skater is coming to PSVR2 and PCVR this summer. VR Skater is a street skateboarding game designed from the ground up for VR. Nicht mir gar nicht Lets you vorstellen, ne? experience skateboarding So more Skateboards fahren. immersively than ever before in a video game. What's your purpose? What's your purpose in this push? The controls are based on what you do with your feet in real life. And if you have experience with real skateboarding, you will feel at home right away. Like real skateboarding, VR Skater is all about creativity and improving your skills. Also neugierig wäre ich schon mal, wie sich das so steuert. Ne? Weil du dein Skateboard halt But mit the den rewarding feeling after den landing a Händen steuerst, difficult trick aber- is simply priceless. Neugierig wäre ich ja mal. And when you can't get enough, the super responsive controls always give you the Paperboy, possibility to make even more Die Controller complex aktiv Füße combos. schneiden. On the keyboard, long ass post, no we won't click see more. Who are you to tell me what to do? Took a deep Over time, you'll notice that your skateboard is wearing out. But that's what the VR Skate Shop is for. Here you can always find fresh decks, trucks, wheels, and grip tapes. south sipping bourbon and them herbs getting rolled on your mixtape. Who mixed this? Get your shit straight. Can't skate with the pros without grip tape and them weak ass beats and that low bit rate. This that. For now, that's it. Thanks for watching. I hope you enjoyed it. Have a good one. Yes, the PlayStation VR2 version of VR Skater is coming later this year. And now, it's giveaway time. If you want to enter the giveaway and have a chance of winning a copy of every single title that you've seen here today, follow Perp Games over on Twitter and find out how you can get involved. Thank you so much for watching. Ja, habe ich auch schon mal We'll see you all gesehen. next Zum Skater-Game. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. It's just days away. Bye for now. Okay, also man kann jetzt was gewinnen. Das war's, glaube ich. So, ich glaube, das war's, Leute. Und wo wir gerade beim Thema Gewinnen sind, ne? Jeder, der für die MetaQuest 2 noch das Spiel Primal Hunt gewinnen will, ne? Das ist so ein Dino-Hunter-Spiel. Ziemlich cool eigentlich. Der sollte mal noch unser Video sich angucken, was wir noch auf dem Kanal haben. Okay, er ist vorbei. Und zwar habt ihr dann bis morgen Abend nämlich noch Zeit und es gibt 4 Keys zu gewinnen von Primal Hunt. Da könnt ihr also auch mitmachen. Ihr müsst nur kommentieren, welcher eurer Lieblingsdinosaurier ist. So, also das war der Perp Games Showcase. Stifler möchte nicht in den Fernseher stürzen. Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen komisch vor, mit den Controllern Skateboard zu fahren. Also mit den Händen das zu steuern. Das fühlt sich bestimmt komisch an. So, also für mich ganz klar die beste Ankündigung heute und eigentlich auch die einzige Neuerscheinung, glaube ich. Den Rest kannte man, glaube ich, alles schon. War Madison. Also Madison
freue ich mich drauf. Ich glaube, muss mir nochmal angucken. Vielleicht ein paar Testergebnisse nochmal angucken von dem Spiel in Flat, wie es so abgeschnitten hat. Ich glaube aber, das war ein solides Gruselspiel gewesen letztes Jahr. Also Madison freue ich mich drauf. Das klingt doch schon mal vernünftig. Ein Erscheinungsdatum haben sie, glaube ich, noch nicht gesagt. Die haben nur gesagt... Okay, es kommt auf Disc raus und auch digital, aber wann, haben sie jetzt nicht gesagt, ne? Ich glaube einfach nur irgendwann dieses Jahr haben sie gesagt. Aber Madison sieht ganz cool aus, oder? Was sagt ihr? Madison könnte was werden. Vor allem, also Horror stelle ich mir mit der PlayStation VR 2 auch sowas von extrem vor. Durch das ganze Rumble, Headset Rumble, dann das haptische Feedback, das Eye-Tracking, da sind so lustige Sachen möglich, ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ein neuer Aim-Controller wäre natürlich klasse, ne? Aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da so schnell was kommen wird. Vor allem erstmal warten, wann kommt denn jetzt eigentlich Firewall Ultra? Das wissen wir ja auch immer noch nicht, ne? Wäre natürlich geil gewesen, wenn es auch zum Start des Headsets rausgekommen wäre. Aber ich glaube, das kommt dann bestimmt erst ein bisschen später. Sonst hätten sie das, denke ich mal, jetzt schon gesagt. Aber hoffentlich noch dieses Jahr. Also das wäre traurig, wenn es dieses Jahr nicht mehr kommt. Aber solange können wir auch ein bisschen Pavlov spielen und darum ballern oder After the Fall auf der PlayStation VR 2. Also ein bisschen was gibt es ja schon. So, Didi macht's gut. Madison, Patrick, ja. Madison könnte mich auch interessieren. Ja, ich glaube, Madison könnte echt was werden. Neues Farpoint wäre natürlich auch cool, ja. Ohne Spinnen. Nein, mit Spinnen. Das waren die besten in dem Spiel. Ach ja. Ja, das Spiel hier habe ich, wie gesagt, schon mal angespielt auf dem PC. Ich fand's ziemlich langweilig. Ich fand es sogar so langweilig, dass ich da kein Video zu gemacht habe. Das hier ist noch ganz nett. Wie gesagt, Afterlife haben wir schon angefangen zu spielen an Halloween. Auf dem PC haben wir das gespielt. Ist ein solides Grusel-Adventure. Tolle Atmosphäre. Nicht die knaller Grafik, aber tolle Atmosphäre. Auch keine mega schlechte Grafik gewesen. Ihr seht es ja hier, aber auch nicht der Überflieger. Aber war eine schöne Atmosphäre. Afterlife VR. So, was kam noch? Hier Ghost of Tabor oder Ghost of Tabor. Könnte auch ganz nett werden. Schöner Military Shooter. Multiplayer ist immer cool. So, dann haben wir noch das Spiel. Da habe ich jetzt übrigens heute bei diesem Showcase gelernt, wie man es richtig ausspricht. Ich habe es immer Dystronia ausgesprochen. Dystronia. Weiß ja gar nicht. Das heißt ja Dystronia, hat er gesagt, glaube ich. Dystronia. Nettes Anime-Sci-Fi-Adventure. Wenn ihr auf Animes steht, könnt ihr euch das mal reinziehen. Ist eine nette Detektivgeschichte. Wer von euch fand das jetzt eher ernüchternd? Ja, ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Das ist jetzt hier kein Sony-Showcase oder so. Das ist halt hier ein Perp Games Showcase. Und dass jetzt hier irgendwelche krassen AAA-Games angekündigt werden, das war klar. Also das ist nicht passiert, meine ich. Also von daher hat es eigentlich meine Erwartungen voll und ganz erfüllt, sage ich mal. Es wurde ein neues Spiel angekündigt mit Madison. Der Rest war eigentlich schon soweit bekannt. Auch das Skater-Spiel war schon bekannt, dass es kommt. Die anderen Spiele haben sie halt nochmal angekündigt, dass sie auch auf Disc alle rauskommen. So wie Synth Riders und so. Ja, ist eine nette Sache. Das Afterlife ist ein anderes, als was ihr gespielt habt. Das andere heißt Wraith... Nein, wir haben nicht Wraith Oblivion Afterlife gespielt. Wir haben genau dieses Afterlife VR gespielt an Halloween. Musst du nochmal gucken, Spider. Wir haben genau das gespielt. Dieses Wraith Oblivion Afterlife haben wir gar nicht gespielt.
Das haben wir ausgelassen. Hat uns nicht so gefallen von den Bewertungen. Ja, so eine Liste könnte ich ja machen, Lini. Welche Liste ich jetzt erstmal für euch noch gemacht habe, das Video kommt dann morgen oder übermorgen oder so. Und zwar nochmal alle Spiele, die ein kostenloses PlayStation VR 2 Update bekommen. Also sowohl PlayStation VR 1 Spiele als auch Flat-Titel, die jetzt dann ein VR-Update bekommen. Da habe ich nochmal ein Video gemacht, das wird, denke ich mal, morgen kommen. Ja, und ansonsten war es das jetzt erstmal von dem Showcase hier, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen, es sind immer noch 46 Leute da. Vergesst nicht, noch ein Like dazulassen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und natürlich auch über ein Abo, wenn euch hier der VR-Content interessiert. Und bin auch genauso gespannt seid wie wir auf die PlayStation VR 2. Wir hoffen, wie gesagt, dass sie wirklich pünktlich am 22. hier vom Postboten abgegeben wird, spätestens. Und dass wir dann direkt loslegen werden. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, als erstes direkt mit Horizon Call of the Mountain zu starten im Livestream. Und okay, vorher werden wir vielleicht noch ein Unboxing machen. Dann machen wir einen Call of the Mountain Stream und dann mal gucken. Resident Evil Village würde ich eher so zum Abend hin irgendwann mal spielen. Die Tage dann. Ansonsten Gran Turismo 7 freue ich mich auch sehr drauf. To announce that Synthriders is back and better than ever on PlayStation VR2. Dust off your freestyle dance shoes and jump into over 58 free tracks, catching the orbs with your hands and following the rails of long notes. Also schauen wir mal, wann die hier alle mal ausgeliefert werden, die PlayStation VR 2. Wir sind gespannt. So, gut. Das war's zum Showcase. Ich bin mal gespannt, vielleicht... Gerüchte sind ja da schon jetzt eine Weile draußen. Vielleicht macht Sony auch noch so eine Art State of Play nochmal vor Release der PlayStation VR 2. Ja, danke, Herr Rimo. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Art Showcase oder eine State of Play wenigstens von Sony vor Release des Headsets. Vielleicht wird da auch nochmal was angekündigt. Man weiß es nicht. Es wird ja immer viel gemunkelt. Ich finde es halt komisch, dass Firewall Ultra immer noch kein Erscheinungsdatum bekommen hat, dass es da so extrem ruhig ist, weil es doch eigentlich in den Trailern immer ziemlich präsent war, das Spiel. Und jetzt dazu irgendwie gerade nichts so richtig gesagt wird. Naja, schauen wir mal. Vielleicht haben sie auch noch ein Killzone VR in petto oder sowas. Wir wissen auch immer noch nicht, was mit Resident Evil 4 Remake ist. Da hieß es ja ganz am Anfang, es gibt VR-Inhalte. Das Spiel kommt im März kommt es raus. Die Flat-Variante, ne? Und wir wissen immer noch nicht, wie jetzt die VR-Inhalte aussehen sollen oder wann die kommen, keine Ahnung. Also vielleicht kommt da noch mal ein Showcase, schauen wir mal. Ich fange No Man's Sky auf der PlayStation VR 2 komplett neu an. Ja, Tommy, du bist ja total der No Man's Sky-Suchti, ne? Also von vorne werde ich nicht anfangen, ich bin ja nicht so weit wie du. Ich werde meinen Speicherstand einfach weiter spielen. Kommt eigentlich kein VR-Update für Resident Evil 8 PC? Nö, der kommt nicht. Also würde ich nicht drauf wetten. Würde ich nicht drauf wetten, genauso wie von Teil 7 auch nie offiziell ein VR-Update kam. Ich glaube, das hat Sony sich wahrscheinlich irgendwie exklusiv gesichert oder so, keine Ahnung. Ja, VR-Inhalte klingt, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So, ich mache jetzt Feierabend. Ich gehe zurück in den Voice-Chat. Da ist nämlich dann noch auch Ogni drin und Hubby. Wir sind gerade dabei, bei Ogni die Pro-Mods zu installieren, morgen fürs Eurotruck fahren. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch gewinnen wollt, Primal Hunt für die MetaQuest 2, schaut mal auf dem Kanal. Da ist das Gewinnspielvideo. Dann könnt ihr noch mitmachen. Bis morgen 4 Keys haben wir zu verlosen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid heute. Und dann bis bald. Macht's gut, schönen Abend noch und tschüss. Cause I've been living life right like I could just die.